Dreifache noch davon essen können, aber es war dann leer. So, deswegen ging es nicht weiter. Macht man das ja alleine, weil es übelst peinlich ist und man sich so krass dafür schämt, dass man... Ich hatte heute einen richtig, richtig heftigen Fressanfall und gut, also in der Regel ist es jetzt ja nicht so, dass man sich mit Gemüsesticks oder so überfrisst und dann denkt, oh Gott, war das furchtbar, sondern man isst dann wirklich diesen ganzen kranken, ungesunden, ekelhaften Kram, der eben ganz schnell das Belohnungssystem aktiviert und es dir für einen Bruchteil einer Sekunde gut geht oder man denkt, dass es dann einem gut geht oder einem hilft. Also es tut natürlich überhaupt gar nichts von dem. Aber warum passiert das denn? Und wie geht man hinterher damit um? Also es war für mich so, ich habe schon gemerkt, dass ich mich irgendwie unruhig oder gestresst fühle, nenne ich es mal so oberflächlich. Und ja, dann habe ich dann so ein bisschen was gegessen, aber es war noch unter Kontrolle. Und ich hatte noch ich habe dann so gedacht, ja, ich gönne mir jetzt mal irgendwie so ein bisschen Schokolade und das passt ja dann auch alles von den Kalorien und so, habe selbst versucht, mich zu beruhigen. Es war auch alles noch okay. Aber ich habe dann gemerkt, dass diese Situation, in der ich mich dann befunden habe, es war jetzt überhaupt gar nichts Schlimmes an sich, aber ich habe mich da nicht wirklich wohl gefühlt. Es gab halt, ich wollte da weg und ich habe mich auch irgendwie sehr unter Druck gefühlt. Und das war dann die Art, das zu regulieren. Also ich meine, ganz grundsätzlich ist es ja klar, dass das Ziel wäre, oder mein Ziel ist es, dahin zu kommen, dass ich eben Emotionen, weil man will immer Situationen haben, wo man traurig ist, enttäuscht oder Angst hat oder weiß ich was. Aber langfristig ist es für mich mein Wunsch, meine Emotionen eben auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren. Es gibt da ja verschiedene Mechanismen, ne? Also unter anderem Atemarbeit, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert, was einen richtig gut runterholen kann und auch nachhaltig. Aber das ist etwas, das muss halt trainiert werden. Und du musst halt auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich dann dieser positive Effekt anfühlt. Und vor allem muss man da auch empfänglich für sein und das auch zulassen, aber auch die Bedingungen dafür haben. Also ich hatte da jetzt gerade nicht, wo das passiert ist, hatte ich jetzt nicht, dass ich sagen konnte, ach, ich gehe jetzt mal eben ein bisschen Atemarbeit. Nein, das war nicht. Und es war für mich auch, das Muster lief zu schnell ab, als dass ich mich in dem Moment hätte damit regulieren können. Und was macht man dann ja? Das, was man eigentlich sein Leben lang gemacht hat oder was für einen, was einem vertraut ist und was eben schnell abrufbar ist. Das ist halt das Ding. Und dann gehst du ganz schnell alles in dich hineinstopfen. Und irgendwann kam dann der Switch, weil es fixt einen ja auch so an, wenn du dann erstmal quasi angefangen hast, das zu essen, dann es passiert wie so ein Rausch. Ich bin dann in absoluter Trance. Kontrolle geht auch gar nicht mehr. Also es ist auch nicht sinnvoll, sich zu kontrollieren, weil das kann man ja auch nur eine gewisse Zeit aushalten. Also ich meine, hätte ich es jetzt geschafft, mich zu kontrollieren, dann hätte ich diesen Fressanfall spätestens morgen oder übermorgen bekommen, weil ich ja gerade in einer Situation stecke, die für mich sehr belastend ist, aus der ich das Gefühl habe, dass ich da jetzt gerade akut nicht rauskomme. Und dadurch, dass sich diese Fressanfälle jetzt gehäuft haben und ich für mich aber klar festgestellt habe, womit das wirklich zusammenhängt und dass ich wieder in mein altes Muster verfalle, weiß ich, dass ich langfristig an dieser Situation was ändern muss. Also es ist das Zusammenspiel, ja, die Situation, die das auslöst, aber auch grundsätzlich die Mechanismen für die Regulation zu verändern. Aber dieser Fressanfall an sich,
es ist natürlich, das ist eigentlich unglaublich, was dabei alles so gegessen wird. Also vor allem, es war jetzt nicht irgendwie ein bisschen Schokolade oder ein bisschen Keks oder so, sondern Unmengen, weil die Packung leer gegessen. Es war wirklich, ich habe mir dann hinterher das angeguckt, also den Verpackungsmüll davon. Boah, es ist richtig schlimm und natürlich schämt man sich auch dafür. Also ich habe am liebsten macht man das ja alleine, weil es übelst peinlich ist und man sich so krass dafür schämt, dass man eben diese Kontrolle nicht über sich hat. Aber dafür braucht man sich gar nicht zu schämen. Aber trotzdem passiert das. Und ich habe halt auch, also ich war dabei nicht alleine, sondern es war eine Person auch dabei. Zum Glück, es war eine Person meines Vertrauens. Und ich habe aber, also wie soll ich sagen, ich habe mich nicht gerechtfertigt, aber ich habe ja dann einfach gesagt, ich kann gerade nicht anders, ansonsten fange ich an zu weinen. Und es ist halt, es tut einem überhaupt nicht gut. Ich habe dann halt auch gemerkt, als von diesem ganzen Zuckerrausch mir die ganze Haut, alles hat angefangen zu jucken und so du fühlst dich einfach schrecklich, als ob du dir selbst was Schlechtes getan hast. Daher kommt ja auch dieses schlechte Gewissen. Natürlich auch, dass man dann Angst hat, zuzunehmen und so, der hat das sowieso. Aber das ist ja jetzt nur so ein Nebeneffekt. Aber es gibt dann auch, man kann sich auch gar nicht stoppen. Ich kann mich nicht stoppen. Und das Schlimme ist, mir wird ja nicht mal üben. Ich hätte das Doppelte oder das Dreifache noch davon essen können, aber es war dann leer. So, deswegen ging es nicht weiter. Und das ist halt so, was passiert denn in der Regel danach? Du hast diesen Rausch quasi unkontrolliert ausgelebt. Und es hat auch gar nichts, es hat überhaupt nichts mit Genuss zu tun, weil du schmeckst es ja nicht mehr. Das ist einfach nur so ein in sich hineinschlingen. Und wenn man mal aber genau guckt, was ist das, was passiert da? Das heißt, dein ganzes System, dein Körper ist in einem Überlebensmodus, weil er diese hohe Kaloriendichte in sich hineinstopft quasi, so wie als müsstest du dir wie eine Art Reserve anfressen, um zu überleben quasi. Das ist nur ein Schutzmechanismus des Systems, was aber total ausartet. Man ist ja nicht wirklich in einer Gefahr, aber dein Kopf kann das nicht unterscheiden und dann passieren halt eben solche Sachen. Ich habe mich jahrelang dann schuldig gefühlt, ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann bin ich zum Sport gerannt, um die Kalorien irgendwie wieder wegzutrainieren. Und ja, habe mich geschämt. Es war mir peinlich vor mir selbst. Und ja, man ist dann auch so, man versucht dann auch oft, also bei mir ist es so, dass es dann entweder ein paar Tage so geht oder dass ich am nächsten Tag dann wie so mich immer dafür bestrafe, indem ich dann hungere oder versuche, das irgendwie auszugleichen. Oft gehe ich dann noch im Kopf irgendwie diese ganzen Kalorien durch und so weiter. Aber sich dann hinterher schlecht zu fühlen, macht es eben nicht besser. Und ich habe zum Beispiel, also der Drops mit, ich versuche noch irgendwie die Kalorien für heute zu halten, um nicht zu krass im Überschuss zu sein. Der Drops war gelutscht. Also es war dann auch einfach der Moment, wo es ist jetzt auch egal. Es ist jetzt auch egal. Ich bin schon so übers Ziel hinausgeschossen. Also das waren, keine Ahnung, also 6000 Kalorien bestimmt. Aber ich habe dann auch nicht gezählt. Früher habe ich das tatsächlich nochmal versucht nachzuzählen, um wieder diese Kontrolle hinterher nochmal reinzubekommen, was totaler Quatsch ist. Habe ich gar nicht erst versucht. Es ist so, wie es ist. Und ich habe auch in dem Moment gar nicht mehr versucht, das zu kontrollieren, was ich auch gut finde, muss ich sagen. Sondern ich habe eigentlich die Situation so angenommen, wie sie dann war. Ich wusste, ich brauche das jetzt,
Meine Seele, mein inneres Kind ist so verzweifelt, ich brauche das jetzt, auch wenn es mir nicht hilft. Aber es wird mich für diesen einen Moment ganz kurz beruhigen. Vor allem, es ist halt wichtig, dass man sich, ja, dass man dann sanft mit sich umgeht und nicht sich peinigt dafür. Oh mein Gott, ich habe jetzt alles falsch gemacht, ich habe es schlecht gemacht. Es ist halt gerade schwierig und ich versuche es im Rahmen meines Möglichen irgendwie hinzukriegen. So, und das einfach auch, also das so zu akzeptieren, dass es so war und auch okay zu sein, wenn man jetzt dann in, keine Ahnung, was 3 Kilo morgen mehr wiegt, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, die Welt geht davon nicht unter. Viel wichtiger ist jetzt zu sagen, okay, es ist halt eben der Mechanismus, den ich jetzt gerade gebraucht habe, aber langfristig weiß ich, dass ich das ja switchen werde. Ich werde die gesunden Mechanismen weiter integrieren, weiter ausbauen, so dass das eben das Muster wird, mit dem ich meine Emotionen reguliere und auch die Situation verändern, die eben, in der ich gerade stecke oder die dazu führt, dass ich eben es dann nicht mehr aushalten kann und das quasi die letzte Instanz ist der Verzweiflung, das so zu machen. Und es ist völlig in Ordnung so. Also ich werde mich dafür nicht mehr peinigen oder mich selbst dafür verurteilen, weil je mehr man das ja macht, je mehr man sich selbst dafür verurteilt und sich schämt, desto schlimmer wird es, weil es ja so einen Druck aufbaut, dass du das erst recht dann noch machst. Je mehr du dir dann vornimmst, oh, morgen esse ich jetzt nur noch gesund und nur noch clean und so weiter, dann zu 1000% läuft es genau in die andere Richtung, weil dann ist ja wieder dieser Zwang drin, diese Kontrolle. Aber was ist denn die Ursache? Was ist die wahre Ursache dafür, dass man das macht? Und ich habe halt jetzt gemerkt, dass es schon über mehrere Wochen so ist, dass ich quasi mich da versuche zu kontrollieren und mich zu zügeln. Und heute konnte ich es nicht mehr. Es ist einfach ausgebrochen. Und vor allem, es ist jetzt auch passiert. Es bringt ja auch nichts mehr, jetzt darüber nachzudenken. Und ja, oh, warum habe ich das gemacht? Und ich konnte es in dem Moment einfach nicht anders. Man wird dann ja auch merken, wenn man die Situation auflöst, verschwindet das ganz von alleine. Man muss nicht mal das irgendwie kontrollieren. So, aber wenn man dann das quasi andauernd hat, so wie ich das früher hatte, weil ich überhaupt gar nicht verstanden habe, womit das zusammenhängt und du das dann ständig machst, wenn nicht sogar täglich, aber nicht guckst, wo kommt das her, in welchen Situationen genau mache ich das, was für Gefühle habe ich dabei, habe ich Angst, fühle ich mich unter Druck, bin ich gestresst, keine Ahnung, das sind ja verschiedene Sachen. Fühle ich mich leer? Das kann ja auch ein Mechanismus sein, um irgendwie eine Leere zu füllen. So. Das muss man sich halt angucken und dann schauen, okay, was ist für mich irgendwie veränderbar, was kann ich sonst für Mechanismen da einsetzen. Das ist letztendlich, wie man das dann durchbrechen kann. Aber irgendwie nochmal eine Diät reinzuknallen oder jetzt dann gar nichts zu essen den Tag da drauf, weil man das ja an diesem Tag so vermasselt hat quasi, das ist nicht Sinn der Sache. Am Ende wird das immer schlimmer werden. Ich meine, ich habe das jahrelang so gemacht. Und jetzt mache ich es halt so nicht mehr, sondern ich bin da sanft mit mir. Es ist okay, dass ich das heute so gemacht habe.